you pray for provision? Wie kann man um Versorgung beten? What a question my team asked me to talk about. Was ist denn das für eine Frage, wo mein Team mich gebeten hat, darüber zu reden? They shouldn't even ask this question. I pay their salary. They don't have to pray for provision. Und sie müssen ja gar nicht diese Antwort haben, denn ich zahle ihr Lohn und sie müssen nicht um Versorgung beten. My goodness. God, we are patient, we are kind, we are loving. Aber wir sind geduldig, wir sind lieb, wir lieben. Let's answer the question. Und deshalb werden die Frage beantworten. Oh, by the way, I'm Reinhard and he's Daniel. Übrigens, ich bin Reinhard und er ist Daniel. But you already know that. Aber ihr wisst ja das schon. Well, the first of all, it's the wrong question. Also erstens, das ist die falsche Frage. I should answer the question with a question. Ich sollte eigentlich diese Frage antworten mit einer anderen Frage. Why do you want to pray for provision? Wieso willst du um Versorgung beten? We could actually stop it right now. Und wir könnten das Video jetzt gerade aufhören. It doesn't make sense to pray for provision. Weil es macht keinen Sinn, um Versorgung zu beten. So, how to pray for provision is very simple. Don't pray for provision. Also wie man um Versorgung betet? Die Antwort ist ganz einfach. Bete nicht darum. What else is there to say? Und was kann man da noch sagen? Don't pray for provision. Bete nicht um Versorgung. But Reinhard, Aber Reinhard, what is if I have financial need? was ist, wenn ich finanzielle Nöte habe oder Bedürfnisse habe? Look, you have to learn with Jesus. Schau, du musst mit Jesus lernen. Our greatest model in life, in anything, is Jesus. Er ist unser größtes Vorbild im Leben, in allen Bereichen. How did Jesus handle the issue of material provision? Wie hat Jesus mit dieser finanziellen Bedürfnis oder materiellen Bedürfnis, wie ist er damit umgegangen? Well, the first thing that we see in his life was incredible confidence in God. Also das Erste, was wir in seinem Leben sehen, ist eine unglaubliche Zuversicht in Gott. Look, Schau, Jesus was the leader of a whole bunch of people. Jesus war Leiter von vielen Leuten. He had 12 apostles. Er hatte 12 Apostel Then at the end, he had at least 120 disciples. und am Schluss hatte er mindestens 120 Jünger. They were in the upper room. Und sie waren im oberen Raum. But then he had also another whole bunch of multitudes following him. Aber dann hat er auch ganz viele andere Leute, die ihm gefolgt sind. So think about it. Also denk darüber nach. So Jesus kind of was responsible for a bunch of people. Jesus war auf eine Art und Weise verantwortlich für ganz viele Leute. How did he handle provision? Und wie hat er das mit der Versorgung gehandhabt? Well, obviously, they had donations given to them. Also erstens haben sie Gaben erhalten. He needed somebody who took care of the money. Und er brauchte jemanden, der sich um das Geld kümmerte. We call it guy treasurer. Und wir nennen das Finanzverwalter. So who did Jesus make treasurer? Und wer war dieser Finanzverwalter? A thief. Ein Dieb. A guy who stole money from the money bag. Ein Mann, der Geld von der Kasse stahl. So Jesus, knowing all things, Also Jesus, der ja alles wusste, makes a guy responsible for the money, but the guy steals the money. hat jemand für das Geld verantwortlich gemacht, der Geld gestohlen hat. What can you learn about provision? Was können wir da lernen von Versorgung? Jesus had more faith in the provision of God and what the devil can steal. Jesus hatte mehr Glauben in die Versorgung Gottes, als das, was der Teufel stehlen konnte. See? Hast du gesehen? So Romans 14:23 is a big key for you. Also Römer 14,22 ist für dich ein wichtiger Schlüssel. Everything that is not of faith is sin. Alles, was nicht aus Glaube kommt, ist Sünde. So what do? Also was machen wir? We pray for provision with no faith in our Wir hearts. beten um Versorgung ohne Glauben in unserem Herz. We pray for provision hoping that God would respond and do something. Wir beten um Versorgung in der Hoffnung, dass Gott antworten wird und etwas mitmacht. That's not how provision works. Aber das ist nicht so, wie Versorgung funktioniert. The first law is the law of faith in everything. Das erste Gesetz ist das Gesetz des Glaubens, immer. Therefore, there remains faith, hope, and love. Und da sind diese drei Dinge: Glaube, Hoffnung und Liebe. Faith is the first. Glaube ist das erste der drei. Because without faith, you can't experience the love of God. Without experiencing the love of God, you will not experience provision. Weil ohne Glauben kannst du die Liebe Gottes nicht erleben, ohne die Liebe Gottes kannst du die Versorgung nicht erleben. Why should we pray for provision if we have a Father in heaven who loves us and cares for us? Wieso sollten wir um Versorgung beten, wenn wir einen Vater im Himmel haben, der sich für uns sorgt, der uns liebt? Do you know how most Christians that I've ever met pray for provision? Wisst ihr, wie die meisten Christen, denen ich je begegnet bin, um Versorgung beten? Like this. Sie beten so.
You have a little child, Du hast ein kleines Kind and the child is 6 years old. und das Kind ist 6 Jahre alt. And every night before the child goes to bed, Und jede Nacht, bevor das Kind ins Bett geht, the child goes to you. dann kommt das Kind zu dir. Daddy, Daddy, Daddy. Papi, 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 Please don't forget my breakfast. bitte vergiss das Morgenessen nicht. Daddy, 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 tomorrow when I get up, I need Papi, breakfast. Papi, wenn ich morgen aufstehe, dann brauche ich ein Morgenessen. Don't let me go hungry to school. Lass mich nicht hungrig in die Schule gehen. Bitte, bitte, Vater. What would any normal father say? Was würde jeder normale Vater sagen? Child, go to sleep. Aber Kind, geh schlafen. Be in peace. Sei in Frieden. Daddy is taking care of you. Dein Papi versorgt dich. The way we pray for provision does nothing else but shows our unbelieving heart. Die Art und Weise, wie wir für Versorgung beten, macht nichts anderes, als unser gläubiges Herz zu offenbaren. Always trying to convince God to give us material things, but never believing that in Christ He's taking care of everything. Wir versuchen immer, Gott zu überzeugen, uns materielle Dinge zu geben, ohne zu glauben, dass wir in Christus ja alles haben. So why should we pray for provision if a Father cares for us? Weshalb sollten wir um Versorgung beten, wie wir einen Vater haben, der sich um uns sorgt? Just don't. Mach das nicht. I don't pray for provision. Ich bete nicht um Versorgung. How did Jesus make material provision happen? Wie hat Jesus sich um dieses Thema der materiellen Versorgung gekümmert? John chapter 6, there was a multitude of people and there was lack of provision. Im Johannes Kapitel 6, da waren viele Leute und da fehlte es an Versorgung. So here's what Jesus did. Und hier ist, was Jesus getan hat. He said, disciples, come here. Er hat gesagt, Jünger, komm mal hierher. Discípulos, venham aqui. The 5,000 men plus children and women. Da hat es 5000 Männer und die Frauen und die Kinder. They all need a whole bunch of food. Und sie brauchen ganz viel Essen. On your knees, boys, on your knees. Okay, auf die Knie, Jungs, auf die Knie. Come on, come on, come on. Kommt, kommt, kommt. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, 5,000 people. 5000 Leute. Give us our daily bread today. Gib uns heute unser tägliches Brot. Really, really, really need provision. Wir brauchen wirklich diese Versorgung. Don't forget us. We know you love us. Vergiss uns nicht, wir wissen, dass du uns liebst. In the name of Jesus, by faith we believe. Im Namen Jesus, im Glauben nehmen wir das. And we open the eyes to see if something happened. Und dann öffnen wir die Augen, um zu sehen, ob etwas passiert ist. Nothing. Nichts. Thomas, did you doubt? Thomas, hast du gezweifelt? You doubted, didn't you? Du hast gezweifelt, oder? Peter, did you have your eyes open while you prayed? Petrus, hast du die Augen offen behalten, als wir gebetet haben? Back on your knees. Okay, Jungs, wir müssen wieder auf die Knie A little bit more intensity. und ein bisschen mehr, mit mehr Intensität. Add a little bit fasting. Come on, come on, come on. Und wir müssen ein bisschen fasten, hopp, hopp, hopp. Wir werden die Himmel überzeugen. No, and a million times no. Nein und tausendmal nein. What did Jesus do? Was hat Jesus getan? He took the little he had, Er hat das bisschen genommen, das er hatte, a couple of fish and 5 breads, the lunch of a little boy. ein paar Fische und Brote, das Mittagessen eines kleinen Jungen. Obviously, there must have been small breads and small fish because he was a kid. Und es waren wahrscheinlich kleine Brote und kleine Fische, weil es war ein Kind. Unless it was an obese kid. Außer es war ein dickes Kind. I didn't say that. Ich habe nichts gesagt. So look at this. Also schaut mal. So Jesus simply looked to heaven and trusted the Father. So Jesus hat zum Himmel geschaut und hat dem Vater vertraut. He says, Father, I thank you. Er sagte, Vater, ich danke dir. And then he acted. Und dann hat er gehandelt. You know, provision comes by appropriating faith and not by praying to convince God to provide. Wisst ihr, Versorgung kommt beim nehmenden Glauben und nicht damit, dass man Gott überzeugt, dass er für uns sorgt. Think about this. Denkt darüber nach. We try so many ways to make provision happen, but at the bottom of our heart there is always this issue of unbelief. Wir haben so viele Arten und Weisen, wie wir versuchen, Gott zu überzeugen, dass er uns versorgt, aber eigentlich im Herzen haben wir diesen Unglauben.
We want to find a new formula for prayer, but we're not willing to deal with the unbelief of our heart. Wir wollen eine neue Formel finden, wie wir zu dieser Versorgung kommen, aber sind nicht bereit, diesen Unglauben in unserem Herzen anzuschauen. If you deal with the unbelief of your heart, that your Father is a good Father who will always take care of you. Wenn du bereit bist, dich um diesen Unglauben in deinem Herzen zu kümmern und zu glauben, dass dein Vater ein guter Vater ist und dich versorgt, Never again will the question come to my mind, how do I ask my Father for und dann wird die Frage gar nicht mehr hochkommen, wie ich um Versorgung beten kann, I will simply say thank you and enjoy it. sondern ich werde einfach Danke sagen können und es genießen. He's a good God. Er ist ein guter Gott. He takes good care of you. Er sorgt sich um dich. Now, Okay. if you like it, Wenn du das gemocht hast, then just click the like. dann klick gefällt mir. If you don't like it, Und wenn du es nicht gemocht hast, tell us. dann sag es uns. Say, Reinhard, I don't like what you preach. Sage, Reinhard, ich mag nicht, was du lehrst. That's fine. I will still love you. Das ist okay, ich werde dich immer noch lieben. Share it with your friends. Und teile es mit deinen Freunden. We want to hear from you. Wir wollen von dir hören. And remember, Und erinnere dich, stop praying for provision. hör auf, um Versorgung zu beten. Just say thank you. Sag einfach Danke und genieße es. See you guys. Okay, wir sehen uns.